Hallo meine lieben Freunde der Astrologie. Heute geht es um Chiron im Krebs oder im vierten Haus. Ich empfehle dir aber wieder zuerst, dir mein allgemeines Chiron-Video anzuschauen, welches du hier oben links anklicken kannst oder auch unten in der Beschreibung habe ich es wieder verlinkt. Also, wie ihr sicherlich schon wisst, steht Chiron im Horoskop für eine mitgebrachte Wunde aus der Kindheit. Also meistens aus der Kindheit, manchmal kann es auch aus einem früheren Leben kommen. Und gleichzeitig steht Chiron für deine größte Begabung. Zuallererst nehmen wir Chiron immer als sehr schmerzhaft wahr, als einen wunden Punkt in deiner Psyche. Und bei der Chiron-Wunde im Krebs oder im vierten Haus geht es um die Themen Emotionen, Familie, Heimat und deine Wurzeln. Man geht bei diesen Themen immer in die Vermeidung, um Schmerz und Zweifel auszuweichen. Aber wenn man dem komplett ausweicht, kann auch die Begabung nicht zum Vorschein kommen. Daher ist der beste Umgang mit Chiron die Akzeptanz der eigenen Verletzlichkeit in diesem Bereich auch anzuerkennen. Bedenke, die besondere Empfindsamkeit wird immer bleiben, aber im Laufe des Lebens lernst du immer besser damit umzugehen. Übrigens, wenn du kein Video mehr verpassen willst, dann abonniere doch bitte meinen Kanal. Also mit Chiron im Krebs oder im vierten Haus hat man ein ambivalentes Verhältnis zu seinen Gefühlen und zu seinen Bedürfnissen. In deinem Inneren verfügst du über einen großen Gefühlsreichtum. Du sehnst dich nach Nähe, nach Familie, nach Angenommensein. Gleichzeitig erträgst du es kaum, mit den eigenen Gefühlen in Kontakt zu kommen oder wirklich Nähe zu erfahren. Emotionale Nähe aktiviert bei dir eine tiefe seelische Wunde, den sogenannten Chiron-Schmerz. Du erlebst wahrscheinlich eine große Verunsicherung, wenn es um die Zugehörigkeit zu deiner Familie geht. Dort gab es besonders in der Kindheit sicherlich einige Schwierigkeiten. Nichtsdestotrotz hast du das Wissen von Geborgenheit und Verbundenheit, ohne irgendwelche Bedingungen daran zu knüpfen. Du weißt einfach darum. Aber wenn es darum geht, Gefühle und Bedürfnisse in der realen Welt zu zeigen, dann hast du Furcht vor Abweisung und ausgestoßen werden. Und um solche Erfahrungen zu vermeiden, hast du früh gelernt, selbstständig zu werden, damit du nicht auf andere angewiesen bist. Du passt dich deiner Umgebung auch gefühlsmäßig an, indem du nur die Gefühle lebst, die deiner Meinung nach erlaubt sind. Oft bist du auch fürsorglich im Umgang mit anderen, doch hast du immer die Sehnsucht nach Akzeptanz und Geborgenheit. Und immer wenn du dann doch mal Nähe zulässt, meldet sich dieser Schmerz, nämlich dass du deine eigenen wahren Gefühle verleugnest. Auch hier gibt es verschiedene Formen der Ausweichung. Entweder, entweder du betonst ganz besonders deine Eigenständigkeit und zeigst deinem Umfeld, dass du niemanden brauchst und dass du alles alleine schaffst. Das kann aber auch sehr einsam machen. Oder du gibst dich vollkommen dem Göttlichen, dem Übernatürlichen hin und fühlst dich beschützt von höheren Mächten. Für andere bist du aber dann gar nicht mehr erreichbar, so wie nicht von dieser Welt. Und auch da lässt du dann natürlich niemanden wirklich an dich ran. Also wie sollte man nun mit Chiron im Krebs oder im vierten Haus umgehen? Der Entwicklungsweg ist folgendermaßen. Es ist wichtig, dass du dich deinen eigenen Emotionen langsam annäherst. Du solltest bewusst Nähe und Zuwendung zulassen, aber erst einmal nur in kleinen Dosen. Gerade bei Chiron-Themen, die mit dem Zeichen Krebs oder dem vierten Haus zu tun haben, kann es auch sehr hilfreich sein, sich therapeutisch helfen zu lassen. Zum Beispiel die innere Kindarbeit ist hier sehr förderlich. Da dieser Chiron-Schmerz im Krebs einer der schwierigsten ist, sollte man hier wirklich mit großer Achtsamkeit vorgehen, um den gesamten vorhandenen emotionalen Reichtum, den du hast, wirklich zu erfassen. Und wenn du das gelernt hast, dann kommt auch deine wunderbare Gabe immer mehr zum Vorschein. Und zwar kannst du anderen Menschen das Gefühl von Geborgenheit und Zugehörigkeit vermitteln. Du bist ein Trostspender.
Du bringst andere Menschen in Kontakt mit ihren eigenen emotionalen Bedürfnissen. Und einige von euch haben auch die Gabe, emotionale Wunden anderer zu heilen und ihnen wieder ein Gefühl des Vertrauens zu geben. Diese wunderbare Gabe solltest du auch beruflich einsetzen, zum Beispiel als Familientherapeutin oder allgemein. Alle psychologischen Berufe sind da geeignet oder zum Beispiel auch die Mütterberatung. Wenn du Chiron im Krebs oder im 4. Haus hast, schreibe es mir doch unten mal in die Kommentare. Also Chiron wird im Leben auch besonders wichtig, wenn er persönliche Planeten im Transit aktiviert. Aber die allerwichtigste Chiron-Phase ist die sogenannte Chiron-Rückkehr. Diese findet für jeden Menschen zwischen dem 50. und 52. Lebensjahr statt. In dieser Zeit wird das Chiron-Thema in deinem Horoskop nochmal stärker aktiviert, damit du nun auch wirklich heilen kannst und somit auch zur Weisheit gelangst. Natürlich wird man dann nochmal stark mit den dazugehörigen Ängsten und Zweifeln konfrontiert. Es ist wichtig, dies einfach auszuhalten, ohne zu verzweifeln. Versuche nicht zu verstehen, sei mit dem, was ist. Dann entsteht oft was ganz Neues. Ja, ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick in die Chiron-Thematik der Krebsenergie geben und würde mich sehr freuen, wenn du mir ein Like für dieses Video gibst. Natürlich nur, wenn es dir gefallen hat. Alles Liebe dir!